Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge RoboCop Rogue City mit dem GameBro und Alex Murphy alias RoboCop. Welcome back to the 80s. Wir sind genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und machen weiter. Leute, ich habe richtig Bock. Ich bin auch noch mega geflasht, wie cool das Video eigentlich ankommt. Ich bin schon bei 1400 Aufrufen. Für meinen ersten Teil des Videos mega gut, die Resonanz gefällt mir. Ich habe richtig Bock, weiter mit euch zu quatschen. Lasst mir eure Meinung da, was ihr von dem Game haltet. Lasst mir eure Meinung da, was ihr von meinem Gameplay-Video haltet. Und lasst uns austauschen. Ich habe richtig Bock, mir gefällt das Spiel richtig gut. Ich bin gehypt, ich bin geflasht. Leute, ich bin RoboCop. Mega geil. So, wir sammeln mal hier ein bisschen ein. Wir müssen das Apartment untersuchen. Wir müssen das Apartment durchsuchen. Oder die Wohnung. Lass uns mal ein bisschen scannen. Komm, geh heran. Scan. Ach so, falsche Taste. Echte Maustaste. Scannergebnis, beschädigtes Telefon. Super. Kann man bestimmt was mit anfangen. Materialien werden gescannt. Psychoaktive Substanz nachgewiesen. Alles klar, hier wurden anscheinend Drogen abgemischt und abgepackt. Leute, ich wollte euch eigentlich heute schon mindestens 1 bis 2 neue Folgen hochgeladen haben, aber mir hat ein mieser Magen-Darm-Virus dazwischen geschlagen. Es geht jetzt gerade wieder, aber das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Freundliche Warnung. Maurice, ich schreibe dir, weil bei dir immer besetzt ist, aber nach dem, was du getan hast, würde ich sowieso nicht mit dir gesehen werden wollen. Sud hat nichts dagegen, dass du diesen 3 Schwachköpfen das Nuke abjagst, solange er seinen Anteil bekommt. Er hat dir die letzte Chance gegeben, ihn auszuzahlen. Aber du hast es versaut. Jetzt ist es zu spät. Also änderst du besser deine Adresse. Ich kann dir versichern, dass deine Ausreden bei den Tor-Chats nicht funktionieren werden. Die sind nämlich total durchgeknallt. Okay, das sind wahrscheinlich die, vor denen der junge Mann Angst hatte und weswegen der Dealer sich entschieden hat, mir seine Adresse zu verraten. Kein Problem. Wir schauen uns hier weiter um. Erfahrung 738. Wohnung durchsuchen. Hier ist noch ein Haufen. Das sieht doch auch aus wie Drogen. Schuhabdruck Größe 9,5 mit Spuren einer psychoaktiven Substanz. Schuhabdrücken folgen. Schaut mal hier. Schick. Aber hier gab es doch bestimmt noch was mitzunehmen. Ich habe hier ein bisschen Noob noch gesehen. Schuhabdrücken folgen. Hier geht's weiter. Richtig geil. Auch dieses Geile hat, das ist sowas von Original Oldschool 80er Jahre. Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Wir folgen weiter den Schuhabdrücken. Wo seid ihr? Da. Alles klar. Mit rechter Maustaste kann ich den Robocop-Sicht-Modus aktivieren und die versteckten Schuhabdrücke sichtbar machen. Leute, ich bin gehypt. Auch wenn das Spiel Schwächen hat. Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice. Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing cost is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! Macht keinen Fehler, Leute. Mann, ist das geil. Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail.
Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk. Or I'll jump. Hinweis, Sud sucht nach dir. Der Sprung könnte tödlich enden. Ich gebe dir mal den Hinweis, mein Freund. Even if you escape Soot is out to get you, you will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. Ja, Wäscherei. I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff, but I have to have our deal in writing. Maurice hat beschlossen zu kooperieren. Sehr geil, was ein Versprechen eines guten Jobs in einer Gefängniswäscherei nicht alles bewirken kann. Okay. Aufgabe ausgeführt. Abgeschlossen. Mann, ich mag diese Stimmung, Leute. 1987 war das Jahr, in dem RoboCop, das Original, erschienen ist im Kino. Ich war noch ein bisschen zu jung für den Film. Aber ich habe ihn gesehen. Nicht 1987, ich denke, es war einen kleinen Ticken später. Aber meine Eltern hatten Nachsehen und wahrscheinlich haben sie gar nicht daran gedacht, dass der Film ab 18 war. Aber ich habe das geliebt. RoboCop war mein absoluter Held, auch wenn es teilweise ein bisschen brutal zuging. Genau wie hier im Spiel. Heard your daughter was promoted to executive, huh? Ja, Might have asked her for help. Rather ask the devil. My daughter is cold and Kann man ran? Kann man nicht, ja? Why do you think they promoted her in the first place? Ja, habt ihr einen Job für mich? Sonst gehe ich wieder. Tschüss, Jungs. Immer schön anständig bleiben. Protect the innocent. So, wir versuchen nochmal zu rennen. Das Rennen ist sehr behäbig. Aber Leute, wir sind ein, keine Ahnung, 250 Kilo schwerer Robotermensch, Mensch-Roboter. RoboCop war behäbig. Also von daher, das darf man dem Spiel jetzt nicht nachsehen. Das passt zum Film, zum Original. So. Wer sich daran erinnert, wer mein kleines Mini-Benchmark-Video gesehen hat, der wird wissen, dass ich hier schon einmal kurz gewesen bin. Und diese schön beleuchtete Szenerie benutzt habe, um mal ein bisschen das Spiel zu benchmarken, zu gucken, was die Frames so hergeben. Ich muss sagen, es läuft wirklich rund. Ich bin jetzt auch bei 136 Frames. Es stockt ab und zu mal. Ich habe ab und zu Einbrüche. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur eine Demo. Das richtige Spiel kommt noch. Die Ladezeiten sind zu lang. Oh, wie überraschend. Hier kommen Gegner. You need to be taught some Legt die Waffen nieder. Ihr seid alle verhaftet. Ihr habt das Recht zu schweigen. Oder zu sterben. Mr. Machine Gun. Ja, ich weiß, Mr. Machine Gun kann ich nicht platt machen. Woher ich das nur weiß. Wir gehen hier weiter. Mann, Leute, das sieht phänomenal gut aus. Und es ist unglaublich blutig. Gibt es hier irgendwas mitzunehmen? Ich glaube, ich nehme noch mal aus Spaß eine andere Waffe mit. Wobei, normal braucht man das hier bei dem Spiel nicht. Muss man nicht haben. Also die Original Mega RoboCop Pistole ist das Geilste, was man hier haben kann. Unglaublich einfach. Aber egal. Was man kann, das kann man machen. Geht das auf? Nein, geht nicht auf. Weiter geht's. Bullet Time! Wow! Ja, in your face! Da war doch der Maschinengewehrmann. Au, au, au. Ja, noch jemand? Hier war doch noch jemand. Nein, es war keiner mehr da. Das, Leute, ich feiere das. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich werde mir diese 49 €, glaube ich, gönnen.
Einfach, weil ich RoboCop liebe. Das Spiel hat bei mir einfach einen unglaublichen Bonus. Muss man so sagen. Da bin ich ehrlich. Und das braucht immer... Wow, alter Schwede. Ups. Wie geil ist das denn bitte? Ich muss darauf achten, ob es irgendwo was mitzunehmen gibt. Damit ich nicht wieder alles vergesse. Wow. Mach das Licht aus. Komm, renn mein Lieber. Oh mein Gott. Surf the law, protect the innocent. Nuke nehme ich mit, beschlagnahmt. Hier gibt es garantiert noch viel mehr und ich habe garantiert schon wieder die Hälfte verkauft. Kann ich nicht? Kann ich das einschlagen? Kann ich das? Na klar können wir das. Leute, ich habe schon ewig kein Spiel mehr mit so einer geilen Bullet-Time-Mechanik gespielt. Das macht Laune. Ja, macht richtig Spaß. So, wir müssen hier lang weiter. Hinweisprogramm. Aufzugsschacht hineinspringen. Ich möchte aber noch nicht hineinspringen. Ich kann den Safe nicht öffnen. Da haben wir Punkte gesammelt. Wir haben noch keine... ich habe viel zu wenig Punkte. Ich würde das gerne alles aufmachen. Ich würde das gerne alles mitnehmen. Kann ich aber nicht. Hier ist doch noch irgendwo ein Gegner, der auf mich rumballert. Das ist draußen. Okay, ich finde hier nichts. Dann springen wir mal in den Schacht hinein. Wow, meine Herren, das war aber tief. Ergeben Sie sich. Kann ich nicht. Habe ich nicht Level 2 für. Verzeiht mir bitte, Leute, aber ich muss ab und zu mal links und rechts gucken, ob es was einzusammeln gibt. Diese Teil ist nur für meine Lebensenergie. Wow, alter Schwede. Heile. Da sitzt doch wieder einer mit einem Maschinengewehr, oder? Was war das? Oh, das macht Laune, echt. So richtig geile Ballerei. Sinnlos geile Ballerei. Wir trinken auch immer ein. Wow. Leer. Wer möchte? Und wir springen in die Luft. Auch mal geil. Also die Effekte sind schon gut. Das ist echt richtig klasse. Nein, ich habe doch keine Munition. Du schmeißt nicht mit Granaten. Ich wette, die kann ich auch zurückschießen. Oder? Ich muss eine andere Waffe aufsammeln. Blödes Gewehr. Bringt mir nichts. Ich könnte noch mal Maschinengewehr ausbauen, aber einmal reicht doch. MP. Wir nehmen wir MP mit. Hier liegt noch Nuke rum. Nuke nehmen wir mit. Nuke ist wichtig. Nuke muss außer Verkehr gezogen werden. Damit nicht aus Versehen die jugendliche Kleinkriminelle in Kontakt mit diesem fiesen Zeug kommen. Soll ich da lang gehen oder soll ich erstmal hier hochgehen? Komm, wir gehen einmal hier hoch. Einmal gucken, was es hier gibt. Vielleicht gibt es ja auch alternative Wege. Das kann ja sein. Wir haben einen Punkt verdient. Ich glaube, ich habe einen Skillpunkt verdient. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir da wieder. Meine Magen geht schon wieder etwas besser, aber meine Zunge scheint mir noch einen Knoten zu haben. Öffne die Tür. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free.
Es ist meine Bürgerpflicht zu helfen. Was ist Ihnen Ihre Freiheit wert? Ich arbeite auch nicht umsonst. Na komm, ich bin RoboCop. Ich mach It das is a umsonst. privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks' attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis. Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, Okidoki. I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. Was haben wir This denn one hier time, Feines? I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. Klar, ich So liebe you are an Essiggurken. opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. So, komm herein, wir müssen raus hier. Hier ist anscheinend nichts, was wir mitnehmen können. Schicke Kiste, das war's. Schicke Kiste, nichts dahinter. So, ich denke, wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Ich habe das gerade schon mal ausgespäht für uns. Luft ist rein da oben. Gewesen. Komm, hau rein. Alter, wir haben doch keine Zeit. Was ist denn da? Alte Trödelliese. Schauen wir uns in der Zeit schon mal so ein paar coole Texturen an hier. Geile Graffitis. Selbst die Graffitis sehen aus wie aus den 80ern. Aber ich glaube, die haben sich auch im Laufe der Zeit gar nicht so stark verändert. Freiheit. Hier war ich doch gerade schon. Hier haben wir doch gerade schon aufgeräumt. Müssen wir jetzt herschleichen, mal lieber. Ich mag das. Auch die Lensflare-Effekte. Effekte. Ja, klar. Was ist mit meiner Sprache los, Leute? Auch die Lensflare-Effekte sehen echt nicht übel aus. Geisterhaus verlassen. Ich glaube, ich hätte gar nicht auf den Kollegen warten müssen. Macht nix. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Woher kennen Sie Briggs? Sie könnten sich der Polizei anschließen? Ist Briggs in Schwierigkeiten? Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough, he always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangsters' paradise dressed in blue. Woher How do kennen you Sie know Briggs? Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom, and I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. Ist Briggs in Do you Schwierigkeiten? think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough, he always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangsters' paradise dressed in blue. Gangsters Paradise. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him.
He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh boy, you're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. We will proceed with haste. Ah, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Wir haben noch keine Zeit zu verlieren. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Ernsthaft? Heißt die Quest Zeit der Busse? Zeit der Busse. Fährt hier keine Bahn? Gibt's kein Taxi? Müssen wir jetzt echt mit Bussen fahren? Okay, ich nehme es mal hin und sage Zeit der Buße, ihr Lieben. Wir gehen rein und gucken, was passiert. Zeit der Busse. Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you Angst? going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. Oh, She's good at reading people, and I'm the type of Unfreundliche person that Nachbarn. doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she doesn't approve of. Like steal a watch? Like steal a watch. na komm, wir müssen weiter. Schauen uns hier mal um, obwohl ich denke, wir müssen weiter nach oben. Hier war ich doch schon mal. Das Fahrrad kommt mir so bekannt vor. Aber hier liegt auch noch was. Die Brieftasche nehmen wir mit. Und jetzt ab nach oben. Komm. Wir haben doch keine Zeit. Apartment This is 21. it. Deep breath. Let's do this. You first. RoboCop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no, no, Gail? no, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Was wissen Sie über seinen letzten Fall? I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Wie lautet sein letzter bekannter Aufenthaltsort? Ich finde, die Charaktere sehen schon echt nicht übel aus. Das gefällt mir gut. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. Hat Pickles damit zu Why do you tun? think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man.
sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Ich kümmere mich darum, dass sein Sohn heil nach Hause kommt. Leute, die Story ist echt nicht übel, gefällt mir. Ich schaue mich noch einmal ganz kurz in deiner Wohnung um. Sehr gemütlich. Ein Empfehlungsschreiben. Detroiter Suchtbekämpfungsprogramm, Einverständnisformular. Name des Teilnehmers Joshua Pickles Green, Alter 34, missbräuchlich verwendete Substanzen, Nuke. Empfehlende Person, Michael Briggs. Grund für die Empfehlung, Joshua hat in seinem Leben bereits einige falsche Entscheidungen getroffen und muss seither mit den Konsequenzen leben. Aber er ist ein Mann mit großem Elan und bemerkenswerten zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Ich bin überzeugt, dass er wirklich etwas in seinem Leben verändern will. Aber dazu braucht er professionelle Hilfe und jemand, der an ihn glaubt. Die SB ist ein Freiwilligenprogramm, daher benötigen wir die Unterschrift des Teilnehmers, um ihn zu unserem Zentrum in unserem Zentrum aufzunehmen. Unterschrift des Teilnehmers. Okay. Was haben wir hier noch? Schönes Familienfoto. Gerahmtes Foto von Briggs Familie. Ich denke, Officer Briggs war ein feiner Mann. That went pretty much as expected. Ja. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Zeit der Busse. Wir fahren jetzt mit dem Taxi zum Basketballplatz. Komm, lauf doch mal ein bisschen schneller. Mann, so viel Zeit hat doch kein Mensch. We must get to the basketball court. That's Jupp, just und das machen wir mal ein bisschen im Eiltempo hier. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to get minutes? Coming We are up going is to your air remind freshener Gail's secretly son killing you. that it is past curfew. Hier ist der Basketballplatz. Sure. Huh? Wer hat denn da gelegen? Keine Überreste des Tatorts. Na, Bummer. Pickles. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Nicht so frech, mein Freund. Ihr Verhalten ist eines Sportlers unwürdig. Ich breche auch Beine. Ich bin mehr als diese Metallhülle. Ja, machen wir das. Is a metal shell all you see when you look at me? Shit. Is he always like that? That's right. He's one existential motherfucker. And that's why we're a team. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Kleiner frecher Spinner. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of... Jo, dann wollen wir doch mal der Kreidespur folgen. Wo ist hier eine Kreidespur? Hallo, Kreidespur? This was drawn not long ago. Soll das die there's Kreide more over sein? there. Oh man, are we really jaywalking? That's $100 fine.
Okay, hier haben die Jungs gemalt anscheinend. Und jetzt? Komm, hau rein. Soll ich hier was einschlagen? Jawohl. Ermittlungsbereich. Daniel! Come on, kid! Where are you? You should be somewhere around. Dann sehen wir uns mal um. Hier ist doch was. Shoeprint, size 7. Ausgelaufenes Öl. Okay, super gut. Guck mal, hier sind Fußabdrücke. Da hinten, meine Güte. Ich guck mal hier am Tor. Da sind auch welche hingelaufen. Das wäre jetzt erstmal naheliegend. What about over there? Garagentor aus Metall verschlossen. Hier ist noch was. Schuhabdrücke Größe 7 mit Spuren für Öl. Jawohl. Schauen wir uns doch mal diese Türe an. So I guess you have like Holztür wurde in letzter Zeit nicht geöffnet. Okay, sind die hier auch nicht gewesen. Sind garantiert die Leiter hoch. Bin ich mir fast sicher. So it's kind of like new. Aber wir checken das hier erstmal ab. Kreidestücke, die Farben entsprechen der Kreidekunst. Dann waren die wohl hier. Komm, weg mit dir, du blöde Karre. Robo-Power. Vielen Dank für Ihre Kooperation. What the fuck? Ich habe Schüsse gehört. We better hurry. Ja, machen wir. Eine RoboCop-Speed. Ja, was soll ich sagen? Da ist mir das Game schon mal wieder abgestürzt. Kein Problem. Wir machen an dieser Stelle Schluss. Wir haben sowieso schon die halbe Stunde überschritten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und machen genau an dieser Stelle hier weiter. Und werden sehen, wie es mir umgeht, ob er noch lebt. Und ich hoffe, ihr lasst mir ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Kommentiert weiter fleißig meine Videos. Ich bin mega gehypt und ich habe richtig Bock darauf. Das macht mir Spaß, mit euch zu kommunizieren und lasst mir eure Meinung da. Über das Spiel, über mein Video, über alles. Lasst uns quatschen. Ich hab Bock. Wir sehen uns im nächsten Video. RoboCop Rogue City. Ich liebe es. Ich bin raus. Euer GameBro.